literarische Wunder präsentiert. Willkommen zu einem weiteren magischen Abenteuer. Heute dreht sich alles um Aschenputtel, eines der bekanntesten Märchen der Brüder Grimm. Bleibt dran, um 10 spannende und unerwartete Kuriositäten über diese Geschichte zu erfahren. Wusstet ihr, dass die Geschichte von Aschenputtel eine der ältesten Märchen der Welt ist? Die Brüder Grimm machten es zwar berühmt, aber Aschenputtel gibt es in verschiedenen Formen schon seit Tausenden von Jahren. Das älteste bekannte Aschenputtel stammt aus dem alten Ägypten, wo es die Geschichte von Rhodopis erzählte, einer Sklavin, die zur Königin wurde. Der Name Aschenputtel kommt von ihrer Aufgabe, in der Asche zu sitzen und harte Arbeiten zu verrichten. In anderen Versionen heißt sie Cinderella, was vom französischen Cendre für Asche kommt. Der Name symbolisiert Aschenputtels bescheidene Herkunft und die schwierigen Bedingungen, unter denen sie lebt. Im Märchen von den Brüdern Grimm spielen die Tiere eine wichtige Rolle. Aschenputtel wird von Tauben unterstützt, die ihr nicht nur im Haushalt helfen, sondern auch den Prinzen auf die Spur ihrer Identität bringen. In vielen anderen Versionen übernehmen magische Kreaturen diese Rolle, zum Beispiel die berühmte Fee in der französischen Version von Charles Perrault. Anders als in vielen modernen Adaptionen, in denen eine Fee Aschenputtels Kleid zaubert, bekommt sie im Grimmschen Märchen ihre prächtigen Ballkleider vom Baum am Grab ihrer Mutter. Dieser Baum spielt eine zentrale Rolle im Märchen und symbolisiert die Liebe und den Schutz ihrer verstorbenen Mutter. Die Version der Brüder Grimm ist viel düsterer als die meisten modernen Erzählungen. In einem dramatischen Finale werden die grausamen Stiefschwestern für ihre Taten bestraft. Sie versuchen, ihre Füße so zu verformen, dass sie in den goldenen Schuh passen. Und am Ende werden sie von den Tauben geblendet, als Strafe für ihre Gier und Bosheit. In der Grimm-Version ist Aschenputtels Schuh aus purem Gold, nicht aus Glas, wie in späteren Versionen. Der gläserne Schuh wurde erst in der französischen Version von Charles Perrault populär. Es wird vermutet, dass es ein Übersetzungsfehler war, der dazu führte, dass der Schuh aus Glas beschrieben wurde. Aschenputtel gibt es in fast jeder Kultur der Welt, von China bis Afrika. Es gibt über 500 Versionen dieses Märchens. In China gibt es eine Geschichte namens Ye Xian, in der ein magischer Fisch dem Aschenputtel-Charakter hilft. Und in Vietnam heißt sie Tam, die ebenfalls von ihrer Stiefmutter unterdrückt wird, aber am Ende triumphiert. Obwohl der Prinz in Aschenputtels Geschichte eine zentrale Rolle spielt, erfährt der Leser in der Version der Brüder Grimm nie seinen Namen. Er bleibt einfach der Prinz. Ein gängiges Motiv in Märchen, bei dem der männliche Held eher symbolisch für Rettung und Glück steht, während die weibliche Hauptfigur die aktive Rolle übernimmt. Wie viele Märchen der Brüder Grimm hat auch Aschenputtel eine klare moralische Botschaft. Geduld und Güte werden am Ende belohnt. Trotz des Leids, das Aschenputtel durch ihre Stiefmutter und Stiefschwestern erfährt, bleibt sie geduldig und freundlich und wird dafür mit einem glücklichen Leben an der Seite des Prinzen belohnt. Aschenputtel ist mehr als nur ein Märchen. Sie ist ein Symbol für Hoffnung und den Triumph des Guten über das Böse. Ihre Geschichte wurde unzählige Male adaptiert, sei es als Disney-Film, als Musical oder als moderner Roman. Aschenputtels Reise von der Unterdrückung zur Erlösung berührt auch heute noch Menschen auf der ganzen Welt. Das waren 10 faszinierende Kuriositäten über Aschenputtel. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst uns einen Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal für mehr spannende Märchenfakten. Bis zum nächsten Mal und denkt daran, mit etwas Geduld und Glauben kann auch das größte Wunder geschehen.